Wir können von den ersten zwei Brüdern lernen, von Kain und Abel. Kain und Abel waren zwei ungleiche Brüder. Kain entschied sich für ein Leben gegen Gott. Aus Neid und Eifersucht brachte er seinen Bruder Abel um und stürzte die Eltern ganz sicher in ein unbeschreibliches Leid. So wird Kain zu einem Symbol des Bösen. Der Weg Kains ist sprichwörtlich geworden und kennzeichnet den Weg, das Leben eines gottlosen Menschen. Johannes ermutigt Christen in seinem ersten Brief zur christlichen Liebe und setzt diese christliche Liebe in Kontrast zu dem Lebensstil Kains. Im 1. Johannesbrief Kapitel 3 ab Vers 11 können wir lesen: Denn das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von Anfang an, dass wir uns untereinander lieben sollen, nicht wie Kain, der von dem Bösen stammte und seinen Bruder umbrachte. Und warum brachte er ihn um? Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders gerecht. Abel auf der anderen Seite wird zum ersten Märtyrer des Glaubens. Er ist ein Mann des Glaubens. Es ist erstaunlich festzustellen, wie unterschiedlich die beiden Brüder sind. Das Herz Abels ist auf Gott ausgerichtet und er lebt im Glauben an Gott. Er ist auch der Erste in der Liste der Glaubenshelden, die uns im 11. Kapitel im Hebräerbrief aufgezählt werden. Vers 4. Durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kain. Durch den Glauben wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei, da Gott selbst über seinen Gaben bezeugte, und durch den Glauben redet er noch, obwohl er gestorben ist. Warum war das Opfer Abels besser als das Opfer Kains? Es war offensichtlich nicht die Art des Opfers, zumindest nicht in erster Linie. Es war die Herzenshaltung, die über die Qualität des Opfers entschieden hat. Durch den Glauben hat Abel ein besseres Opfer dargebracht als Kain. Wir wissen nicht genau, wie Abel seinen Glauben gelebt hat, aber Gott hat seinen Glauben gesehen, geschätzt, bestätigt und belohnt. Die Bestätigung des Glaubens erhielt Abel, als er sein Opfer darbrachte. Wir lesen in dem Bericht im 1. Buch Mose, dass Gott Abel und sein Opfer gnädig ansah. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Wie das gnädige Ansehen Gottes konkret aussah und sich geäußert hat, wissen wir nicht. Maler haben es häufig so dargestellt, dass der Rauch von Abels Opfer emporstieg zum Himmel und der Rauch von Kains Opfer nicht aufsteigen konnte. Ob es tatsächlich so war, wissen wir nicht. Gott lehnte das Opfer Kains ab, weil sein Herz böse und ungläubig war. Und Gott nahm das Opfer Abels an, weil sein Herz rechtschaffen und gläubig war. Daraus können wir wichtige Lektionen lernen. Es gefällt Gott nicht, wenn wir spenden, uns mit unseren Gaben in der Gemeinde einsetzen und anderen Menschen von Christus erzählen, wenn unser Herz nicht rechtschaffen ist vor Gott und wenn wir in Sünde leben. Man kann Gott nicht bestechen. Man kann Gott nicht für sich und seine Zwecke missbrauchen. Man kann ihn nicht günstig sich gegenüber stimmen durch Geschenke oder Opfer. Von Abel lernen wir, dass Gott den Glauben in unseren Herzen sucht und dass er diesen Glauben schätzt und belohnt. Durch den Glauben wurde ihm, Abel, bezeugt, dass er gerecht sei, da Gott selbst es über seinen Gaben bezeugte. Und durch den Glauben redet er noch, obwohl er gestorben ist. Abel ist der erste Mensch, der durch den Glauben gerettet wurde. Er erhielt von Gott das Zeugnis, dass er gerecht ist. Er wurde von Gott gerecht gesprochen und gerettet. Das geschieht immer nur durch den Glauben. Es gab nie einen anderen Weg der Rettung. Rettung und ewiges Leben können wir nur durch den Glauben erlangen, niemals
auf andere Weise, niemals durch Werke. Abel erhielt von Gott also die Gewissheit, dass er angenommen und gerettet ist. Er hatte Heilsgewissheit, bevor er starb. Weil er Gott liebte, hatte er ganz sicher Sehnsucht nach einer Gemeinschaft mit Gott, wie sie seine Eltern im Paradies hatten. Er suchte diese Gemeinschaft und er zeigt das durch sein Opfer an. Als er starb, wurde seine Sehnsucht erfüllt. Abel war der erste Mensch, der bei Gott im Himmel, im wahren Paradies angekommen war. Abel ist der erste gläubige, gerettete Mensch. Er ist der erste Mensch, der nach dem Tod in den Himmel eingezogen ist. Er ist uns darin ein großes Vorbild, so wie wir es im Hebräerbrief gelesen haben. Durch den Glauben redet er noch, obwohl er gestorben ist.